Der Campingcheck. Die Sendung für alle, die Camping lieben, leben oder einfach mal in dieses Abenteuer reinschnuppern wollen. Ihr Lieben, es riecht nach Camping, oder? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Campingcheck, die Sendung von Campern für Camper. Und wir haben was ganz Besonderes mit euch vor. Es geht nämlich um coole Stellplätze. So wie diesen Campingplatz hier, den gibt es zwar schon ein bisschen länger, aber das ist noch so ein kleiner Geheimtipp. Also den schauen wir uns zusammen an. Außerdem werden wir wieder viele verrückte Camper kennenlernen. Da sind schon ein paar klasse Fahrzeuge dabei, da bin ich mir sicher. Und wir fahren in den Odenwald. Da gibt es nämlich ein Pärchen, die haben ganz neue Stelzenhäuser gebaut. Also das ist wirklich was sehr Abgefahrenes. Wir werden die Ersten sein, die drin schlafen. Das wird auch sehr spannend. Außerdem werden wir junge Leute kennenlernen, die eine App entwickelt haben. Und mit dieser App kann man besondere Stellplätze finden, die so auch nicht jeder kennt. Wir werden zum Beispiel auf einer Goldmine schlafen. Kein Witz. Wir, das ist mein Kamerakumpel, der Lukas. Hallo, grüße euch, Gute, und natürlich der Friso. Und last but not least, die liebe Pamela. Wir sind gerade angekommen. Ich würde aber sagen, lass uns nicht lange schnacken. Lass uns einfach jetzt zusammen diesen Platz entdecken. Auf geht's, ihr Lieben. Ich habe auch richtig Bock. Los geht's. Auf geht's. Cool, ja, endlich wieder. Wir wollen auch einfach mal herausfinden, ist es schöner, allein auf einem einsamen Stellplatz zu campen oder gemeinsam mit vielen Campingverrückten auf einem Campingplatz wie hier am Neuenhainer See in Nordhessen. Ah! Fast. Gut gehalten, gut gehalten. Oh. Lukas, das geht ja gut los, oder? Ja, da sollten wir mal reingucken. Das haben wir aber auch noch nicht gehabt. Moin, hi. Gute, hi. Servus. Friso, hi. Christian, hi. Christian. Ventura, Besuch. Wer bist du? Eddie. Hi, Eddie, grüß dich. Moin. Das ist ja... Ich bin... Hi. Hi, Friso, hallo. moin. Hi. Wir drehen gerade eine neue Folge vom Campingcheck. Ja, geil, kenn ich. Kennst du? Das ist schon mal gut, dann ist es ein bisschen einfacher. Super. Ja, Dankeschön. Marc. Gut, das haben wir schon gehört. 4 Jahre alt. Du bist 4 Jahre alt. Das ist aber ein wirklich schickes Fahrzeug. Was ist das für einer? Das ist ein alter Mercedes, 1976er Baujahr, ein L206D. Wow. Richtig Ja. schick. Und ihr seid leidenschaftliche Camper? Wir sind Camper, seit wir uns kennengelernt haben. Okay. Wir waren eigentlich nie Camper. Ich war eher so der All-in-Club-Typ. Okay. Und seit meiner Jugend habe ich gesagt, Zelten nie mehr. Ja. Aber das Leben hat uns was anderes gelehrt. Warum? Wir haben uns in der Reha kennengelernt. In der Reha, okay. Genau, ich war da nach einem Hirntumor und Christian mit der multiplen Sklerose und einem Herzinfarkt. Okay. Ja, Und alles wieder gut bei euch? ja, was heißt wieder gut? Wir machen das Beste draus. Okay. Genau. Also, ja, kann man schon sagen. Und wie seid ihr dann zum Campen gekommen? Ja, das ist unser Entschleunigungsmobil. Also das ist so ein bisschen unser Leben Nummer 2, muss man sagen. Ach so, nach den Krankheiten? Nach den Krankheiten, genau, haben wir gesagt, wir müssen jetzt was ändern. Wir müssen ein bisschen langsamer machen, nicht mehr höher, schneller, weiter, sondern mal langsam. Und dann haben wir das Schätzchen gesehen und ich habe mich gleich verliebt. Musste Christian ein bisschen überzeugen. Dass wir ihn kaufen, weil wir wollten einen anderen Benz, aber der war nichts und er stand in der Ecke. Natürlich süß und Baujahr 76, wie wir beide auch. Also Okay. es war praktisch schon, der Verkäufer hat schon vor uns gewusst, dass wir ihn nehmen. Also Was hat er gekostet? Das ist natürlich eine schlechte er hat Verhandlungsbasis dann. viel Geld gekostet, obwohl er nicht gelaufen ist. Okay, Und dann haben wir ihn praktisch technisch machen lassen. okay. Dann ist er gelaufen und dann sind wir erstmal, wollten eigentlich um die Welt fahren. Ja, dann sind wir kurz vor Abfahrt, ist sie schwanger geworden Ach, okay. und deshalb Genau. haben wir die Weltreise auf Europa beschränkt. Seid jetzt hier auf dem Neuenhainer See. Gute So ein Entscheidung. Kurztrip ist ja auch was Schönes. Ich sage ja immer, Leute, es ist nicht so wichtig, wohin man fährt, sondern dass man einfach mal rauskommt. Das ist wirklich entscheidend. Aber apropos rauskommt, dürfen wir da mal rein gucken. Ja klar, schaut. Kommt ihr mit? Weil darf ich einfach rein? Ja, ja, geht. Schuhe aus? Nicht so groß. Geh mal rein. Oh, das ist aber gemütlich. Ein Schatzkästchen. Das ist aber, das ist ein bisschen kleiner als die Pamela, aber alles drin. Ja, also wir haben tatsächlich sogar ein kleines Bad. Darf ich mal? Ja, klar. Und wie sieht's aus, Lukas? Badezimmer, guck mal hier, praktisch, alles da. Ja? Super. Waschbecken. Ja, draußen steht Heimat dran. Ist es eure Heimat geworden? Absolut, absolut. Das ist, wir sagen immer, es ist unser erstes Baby. Der heißt übrigens Mo.
Oh, Mo. Und Mo ist das erste Kind, das gehegt und gepflegt wurde, aufgepampert. Und dann kam ja Eddie und ich kann eigentlich gar keine Kinder kriegen, aber kaum haben wir das erste Baby, den Mo, gekauft, schwupp, kam das zweite. Und, Camping macht fruchtbar. Das wussten wir auch noch nicht. Das ist jetzt auch was Neues. Ja, dann seid ihr jetzt im 7. Himmel hier, oder? Ja, genau. Also deswegen können wir den auch nicht abgeben. Das ist, wie gesagt, unser Schätzchen muss immer was dran machen. Also krasses Fahrzeug, noch krassere Geschichte, ehrlich gesagt. Ich finde es großartig, dass wir euch getroffen haben. Ja, schön. Ich wünsche euch alles Gute. Vor allen Dingen danke. viel Gesundheit. Ja. Passt auf euch auf. Super. Ihr habt ja schon einiges durchgemacht, aber Danke und weiter so. danke. Wir schauen euch gern und jedes Mal Freut uns regelmäßig. sehr. Danke. Toll, toll, toll. Alles Gute. Ihnen. Ja, super. Ich auch. Macht's Danke. gut. Ciao. Gut. Also tschüss. Ciao. Nette Leute, oder? Sehr nett. Boah, guck mal hier. Das ist aber jetzt auch. Was ist das denn? Ja, mal gucken. Hallo? Ist Keiner gerade keiner da. Da müssen wir noch mal wiederkommen. Kommen später wieder. Aber fettes Teil. Vielleicht können wir da ja nachher mal reingucken. Für uns geht's aber erstmal runter an den Neuenhainer Badesee. Das ist schon wieder so ein richtig schöner Beach hier, oder? Im Sommer soll hier auch richtig was los sein. Ist natürlich perfekt zum Schwimmen hier. Geiler Badesee. Und wir sind ja für euch manchmal immer so ein bisschen früher im Jahr unterwegs. Ne? Einfach um zu gucken, wo kann man denn hin, wenn die Sonne richtig schön scheint. Dieser See soll ein Geheimnis haben. Habe ich gehört. Und ich habe mir überlegt, wen kann ich fragen? Den Bürgermeister, Philipp Rottwill. Ich habe gesagt, du soll mal schön vorbeikommen und uns mal kurz erzählen, ob die Geschichte stimmt. Wir treffen uns auf der Insel. Hallo? Hallihallo. Moment, erst die Dame. Aber hallo. Deine Frau? Katharina. Katharina, hallo, grüß dich. Und wer ist das? Das ist der Jakob. Hallo Jakob. Hallo Jakob. Philipp. Freut grüß mich dich. sehr. Hi. Hallo. Moin. Ich habe gehört, also eine abgefahrene Story. Das hier ist ja ein ehemaliger Tagebau, richtig? Genau. Was wurde abgebaut? Braunkohle und zwar dieses Jahr haben wir 50 Jahre. Da ging das Ganze hier los. Also ein richtiger Baggersee. Ein ganz echter Baggersee tatsächlich. Und jetzt kommen wir nämlich zur Geschichte. Es soll hier noch irgendwo ein Bagger drin stehen. Ist das richtig? Unterm Wasser? Ja, es ist tatsächlich damals so gewesen, man hat beschlossen, das Ganze wird hier eine Campinganlage mit Badesee. Und Braunkohle wurde abgebaut, es musste alles leer gemacht werden und der eine Bagger, der wollte nicht raus. Und jedes Mal, als man versucht hat, ihn mehr rauszuziehen, ist er weiter reingerutscht. Also ein großes Teil. So Ein abraubar. Riesenteil, immer weiter runter, runter, runter. Und irgendwann hat man gesagt, okay, das wird nichts mehr. Ja. Wir brauchen andere Lösungen. Die Lösung war dann, wir packen das Ganze ein, naturschutzgerecht in Folie. Alles wird rausgelassen, Öl etc. Und man hat abgeschraubt, was man abschrauben konnte. Und dann hat man ihn da eingepackt und man hat ihn tatsächlich versenkt. Ja? Wo ist er? Wo ist er? Wie die Titanic direkt hier unten. Da vorne. Genau da Zwischen vorne. den Bäumen. Ja, wenn du jetzt Tauchanzug dabei hättest, dann könntest du quasi nach dem Ding gucken. Gibt tatsächlich auch immer mal jemanden, der vorbeikommt und sucht. Ich habe selber jetzt noch nicht so tief unten geguckt, aber das Ding ist da und deswegen sind wir ein echter Baggersee. Sozusagen das Loch Nessie von Neuenheim. Geile Geschichte. Das ist auch hier unsere Liga, oder? Schön V8, trotzdem schön kompakt. Ihr Lieben, ihr wisst ja, wir haben so ein Herz für kleine Camper und für Tüftler. Und ich habe da von so einem Pärchen gehört, von Niki und Thomas, die kommen aus Kassel. Und die haben ein kleines Startup gegründet und haben jetzt einen ganz kleinen Camper gebastelt. Kann man kaufen wohl. Und ich habe gesagt, die laden wir mal ein, weil ich irgendwie auf den ersten Bildern zumindest sah es schon ziemlich cool aus. Gute, ihr Lieben, hi. Hi. Niki, grüß dich, hi. Lukas, Servus, hi, grüß dich. Hi Friso. Thomas, hi. Servus. Hi, hallo. Das ist es, Das ist es. euer Startup. Das ist unser Startup. Das ist ein normaler Kofferanhänger eigentlich. Ne? Es war mal ein normaler Kofferanhänger und wir bauen es um zum echten Wohnwagen. Okay, bevor wir weiter quatschen, baut mal auf. Ich will sehen, weil da kommt ja noch ein Gerne. bisschen was dran. Gern. Sieht schon nicht so schlecht aus. Schickes Ding, du. Jetzt wird's spannend. Es ist schon mal ein bisschen größer geworden, aber was ist das hier? Das ist ein Frontträgersystem, um verschiedene Dinge extra mitnehmen zu können. Entweder Stauraum zu schaffen mit verschiedenen Stauboxen. Kann man auch mehr einhängen. Oder Modular. Modular. Genau. Ich kann auch mein Ersatzrad mitnehmen oder zu Hause lassen oder einen Fahrradträger einhängen. Für verschiedene Dinge nutzbar. Hat natürlich auch eine coole Offroad-Optik. Ja, das stimmt, das stimmt. Die Reifen sind mir schon aufgefallen. Ja. Das sieht ja schon wild aus. Niki, lass uns mal reingucken. Wie seid ihr gerne. eigentlich auf die Idee gekommen? Seid ihr auch Camper? Wir sind selber Camper, natürlich.
Camper, die Ganz tüfteln klar. selber? Ja, Da weiß man wenigstens, worauf es ankommt, ne? richtig, genau. Okay, au. Home sweet home. Das ist die Heizung? Das ist die Heizung, genau. Wenn man jetzt feststeht und Landstrom hat, kann man die super benutzen. Okay. Ansonsten haben wir ja auch eine mobile Stromversorgung mit einem mobilen Solarpanel noch dazu. Haben ja immer mehr Leute jetzt, ne? So Auf eine, jeden so eine Fall. fette Powerbank im Prinzip. Ja, Praktisch, praktisch. Okay. kann man ja in jeder Stärke kriegen, die man möchte. Ne? Ja. Ja, dann haben wir hier Spüle. Oh, Ne? Wenn man das möchte, kann man diese Spüle bekommen. okay, gut. Dann lass uns mal reingehen. Ja. Thomas, kommst du mit? Und halt- das ist jetzt tatsächlich gar nicht mal so unbequem. Nee. Und Das heißt hier, das wird ausgebreitet, da das kann man wird, drauf schlafen. genau, 1,32 mal 2 Meter, können locker 2 Personen drinnen schlafen. Fenster haben wir auch, ne? Hier zum Fenster haben Ausstellen. wir auch mit Fliegenschutz und natürlich auch Verdunkelung. Optimal. Also mehr brauchen wir ja eigentlich nicht, ne? Nee. Und es fühlt sich wirklich sehr gemütlich an. Das ist alles sehr schön gemacht, finde ich. Jetzt mal Tacheles. Was kostet das Teil? Der liegt bei rund 18.000 Euro. Das ist aber auch, das ist auch ein Preis, ne? Ist eine Menge Kohle, das stimmt. Ist Ich aber meine, ich auch will nicht viel- unfair sein. Ihr seid ja ein Nein, nein. Startup, irgendwo muss man ja anfangen. Ne? Viele Leute erschrecken sich über diesen Preis, aber wenn man dann erklärt, was alles enthalten ist, ein Vollaluminium-Dachträger, ein Frontträger, ein Echtglasfenster, die Toilette, Kühlbox, Edelstahl-Spülbecken. Und von euch selber gebaut. Ne? Handgebaut. Alles, jedes Teil, was hier drin ist, ist durch unsere Hände gegangen. Ob es die Wandverkleidung ist, Ja. ob es die Lampen sind. Alles, was hier drin ist, haben wir zum Teil gefertigt, herstellen lassen und haben es auch selber hier verbaut. Also Geht's auch billiger? es geht auch billiger. Wir können ab rund 6.000 Euro können wir schon anfangen. Dann ist es ein vorbereiteter Kofferanhänger, der schon eine Wohnwagenzulassung bekommen kann, weil er soweit vorbereitet ist. Ja. Und dann kann der Do-it-yourself-Bauer selber seinen Ausbau gestalten, wie er das möchte. Seine Wandverkleidung, seinen Tisch kann er bauen, wie Okay. er möchte. Bettliegeflächen, das ist dann ihm selber überlassen. Gut. Dann wünsche ich euch alles Gute erstmal. So ein Startup darf man ja alles wünschen. Habt ihr schon viele verkauft? Ja, Sehr gut. Sehr es gut. fahren schon welche in Deutschland rum. Ja. Okay. Ich finde es cool, dass ihr dabei seid. Dankeschön. Ich finde, solche Leute gehören auf jeden Fall in unsere Sendung rein, Luki, oder? Die brauchen wir ganz Die brauchen wir auf jeden Fall. Alles Gute mit eurem kleinen Wohnkistchen. Danke. Wir lieben kleine Wohnwagen, Lukas. Ist Ja. einfach so, ne? herrlich. Und sehr schick. Tschüss. Wenn ihr auch schicke Camper oder Ideen habt, dann schreibt mir gern. Ihr findet mich auf Instagram und Facebook unter Friso Richter. Was ist denn hier los? Weißt du das? Sehr cool. Ach, hallo Friso. Grüß dich, hi. Hi, servus. Grüß dich. Du bist? Ich bin der David. Ich bin der Pächter. Ach, hier von der Gast. Von der Gastwirtin, richtig. Was ist das hier? Das ist ein Kinderchor aus der Ukraine, Ja. die geflüchtet sind, jetzt hier untergebracht sind, genau, die sich hier im Borken quasi auch Wohnungen gefunden haben. Und wir hatten damals eine Gruppe von Ukrainern, die damals in dem Gebäude hier neben untergebracht waren nach der Flucht. Und 2 von denen arbeiten bei uns jetzt in der Küche. Die haben wir fest eingestellt, die haben auch eine Wohnung. Und die eine Schwester von einer der Geflüchteten, die betreut den Kinderchor, die hat in der Ukraine Musik studiert. Und das spielen die hier manchmal. Und dann spielen die manchmal hier bei uns, genau. Das ist ja cool. Ich meine, so Rockbands und so kennt man öfter. Aber das ist natürlich... Das ist mal was ganz anderes. Und ja, und dadurch haben wir einfach einen Bezug gefunden, auch zur Ukraine und zu den Geflüchteten. Ja, und deswegen machen wir das hier. Hut ab, finde ich richtig cool. Ja. Lukas hat gerade schon gefragt, gibt es hier was zu essen? Oh, hier, ihr bekommt das Neuntaler Schnitzel. Naja, das mache ich euch mal. Okay. Richtig lecker, dafür sind wir hier bekannt. Was ganz ausgefallenes, ja. Wir sind Schnitzel-Experten, musst du wissen. Ja, okay, dann lege ich mich umso mehr ins Zeug. Ausgewiesen. Mach das mal. Das wird richtig Ausgewiesen. gut. Okay, wir kommen später vorbei. Oh, freut Die mich. Köchinnen sind da, die ukrainischen. Die sind da, die stelle ich euch vor. Wir sind gespannt, oder? Gut. Freuen wir uns, super. Ja, Aber wie süß, ey. Voll gut. Hi. Cool. Guck mal. Das ist, Schick. das war ein Wohnwagen, oder? Klein, Luki, aber fein. ich bin ja halber Holländer, da könnte ich hinten Lakritz rausverkaufen. Das wär, Dürfen wir mal. Hallo? hallo? Sorry, wenn ihr die Klappe aufstehen lässt, dann gucken wir mal vorbei. Hi, dürfen wir mal kurz stören? Gerne. Das sieht ja riesig aus da drin, sag mal. Was ist denn das für ein Fahrzeug? Das ist von Hobby ein Beachy. Beachy. Beachy nennt er sich, ja. Dürfen wir mal reingucken? Aber gerne. Ja, echt? Okay, danke. Sie hält den Hund fest.
Ja, wir sind ja eigentlich hundefreundlich, ne? Da kann ja eigentlich nicht viel passieren. Achtung. Och, wer ist das denn? Das ist unser Picasso. Picasso, ein Kampfhund. Er ist auch ganz friedlich. Na? Ich gehe mal raus, da habt ihr ein bisschen mehr Platz. Nein, um Gottes Willen, nein. So groß ist er auch nicht. Ach komm, nee, bitte bleib bei uns. Das wäre ja richtig schade. Das ist ja cool. Wer bist du? Lea. Lea? Bin der Joachim. Joachim und? Und die Sabine. Und Picasso. Und der Picasso. Habt ihr schon lange das Fahrzeug? Nee, seit letztem Jahr. Wir sind Neucamper quasi. Warum seid ihr Neucamper geworden? Im letzten Jahr. Gut, der Wunsch war schon länger da. Also ich habe als Kind immer schon jedem Wohnwagen hinterher geguckt. Mein Mann lacht jetzt, ja. Und er hat lange nicht sein sollen. Ja, ich war immer für ein Wohnmobil und das war dann natürlich immer so die Sache, was nehmen wir. Aber ich denke, der Wohnwagen ist die bessere Alternative. Du bist auf jeden Fall flexibel auf dem Platz. Du Ja, kannst auf mal jeden schön in die Fall. Stadt fahren hier, Genau. ne? Die Neuenhain und so weiter angucken. Das geht ist halt schon mit besser. dem Wohnmobil leider nicht. Pamela, wenn ich da mal aufgebaut habe, dann stehen wir da. Das ist echt ein Thema. Kann man den noch kaufen? Den kann man noch kaufen. Ja, da gibt es jetzt ein aktuelles Modell. Ja, Was kosten die? 13.880 Euro. 10.000. Das weißt du aber jetzt ganz genau. Hast du noch... Ja, ich informiere mich immer, weil ich habe einen günstiger gekauft. Echt? Ja, also gut, schon abgemacht. Ja. Die Preise sind teuer gerade. Auf jeden Fall, ja. Und ist das was für dich, mit den Eltern noch campen zu gehen? Gut, normalerweise, also ich wohne schon nicht mehr zu Hause und wenn die dann sagen, sie fahren weg, dann bietet sich das an, günstig mitzufahren. Dann trifft man sich auch mal Ja. wieder, ne? Ja, cool. Also wirklich, es sieht von außen klein aus, es ist innen echt groß. Und ja, wie gesagt, mit dem Lakritze verkaufen, Lukas, das wäre doch was, oder? Auf jeden Fall, macht es mal. Ich wünsche Kauft euch, denen was ab. ich wünsche euch einen schönen Abend. Ja. Danke, dass wir mal kurz gucken durften. Schickes Teil. Das ist übrigens ganz cool im Sommer, in den Monaten und am Wochenende dann halt. Da gibt es hier manchmal einen Crepe-Stand und einen Foodtruck und Popcorn. Das ist alles so richtig kleine Naschsachen für alle. So, kannst du einen ausgeben nachher. Ach, guck mal. Jetzt sind sie da. Sind die von Da vorhin? sind sie. Entschuldigung, da dürfen wir mal ganz kurz stören. Hallo, ach, bin der- wieso? Grüß dich. Wieso? Hi, Lukas. Grüß dich. Lukas, Gute. hallo. Hi. Das spricht sich langsam rum, dass wir da sind, ne? Ja, wir kennen eure Sendung. Ah, das ist cool. Dankeschön. Das ist cool. Das ist Yoshi. Hallo Yoshi, grüß dich. Hallo. Was ist denn das für ein geiles Teil hier? Das ist ein altes Feuerwehrauto eigentlich Ja. gewesen. Ein 1116, Baujahr 63. Ja, Hat jetzt original etwas über 42.000 Kilometer das ist ja gelaufen. gar nichts. Ist ja noch nicht mal eingelaufen. Ja, ich bringe ihn dazu, dass er jetzt mal ordentlich läuft. Und ihr beiden, ihr seid Ja, Papa und Sohn. Papa und Sohn auf Ja, Tour. genau. Ach Quatsch. Wir machen immer Ferientour. Der Yoshi und ich, wir sind Scheidungskind und jetzt hatte Papa auch noch immer eine Ferien. Und dann machen wir was zusammen. Und da ja Corona war, Du kennst, wenn du sagst, du kennst die Sendung, dann weißt du, was jetzt kommt. ja, du, klar, rein. Rein mit dir. Danke. Yoshi, darf ich mal? Oh, das ist ja ein cooles Teil, was ihr da habt. Lukas, guck dir das mal an. Und bist du immer schon Camper gewesen? Sagen wir so, ich bin vorbelastet als Kind. Ich war Ja. früher mit meinen Eltern campen und das war schon als Kind cool. Hier geschlafen. Und ja, mir geisterte schon seit ganz vielen Jahren schon so ein Expeditionsmobil mal durch den Kopf. Das ist es, ja. Und als ich dann irgendwann einen Sohn hatte und dann irgendwann anstand, dass wir so Ferien zusammen haben, habe ich gedacht, jetzt musst du mal gucken. Dann war jetzt Corona, Ja. da war die einzige Möglichkeit campen, weil alles andere war zu. Ja, ja, das ist abgegangen dann. Und ja, dann guckt man natürlich erstmal, dass man was Günstiges kriegt, weil eine Scheidung kostet viel Geld. Ja. Und dann war der günstig zu verkaufen und dann haben wir uns den zusammen angeguckt. Yoshi fand den total toll. Ist ein cooles Auto, oder? Ja. Ne? Und er liebt das Wohnmobil total. Ja, welches Kind nicht? Ich Und, das Kind schon gut, cool. Ja, dann haben wir den gekauft und dann hat der Papa ein bisschen Kraft reingesteckt, Arbeit. Oh, seitdem sind wir jetzt schon über 4.000, 5.000 Kilometer gefahren damit. Aber da musst du dir schon überlegen, wo du hinfährst, oder? Wie schnell? Also schnell, der hat eingetragen 73. Ne, da. ich bin schon 110 damit gefahren. Okay. Ausgekuppelt A3 Berg runter. Ne? Und den Schwung mitzunehmen für den nächsten Ja, Berg. ja. Ne? Und also ja, Dauergeschwindigkeit auf der Autobahn kriegst du 75 hin. Ihr Lieben, dann vielen Dank. Ja, danke schön auch. Und einen schönen Abend euch vor allen Dingen. Ja, supi. Euch auch. Also ich finde das ja toll, euch hier zu treffen, so zufällig. Also total genial. Kann ich nur so wiedergeben. Ja. Oder? Ich meine, so ein Fahrzeug hatten wir noch nicht. Mordsteil. Sehr schön. Sehr schick. Danke euch. Ja, Danke. supi. Wir wollen euch nicht länger Alles stören. gut. Ihr habt ja bestimmt auch noch was zu gucken und du willst ja auch noch mal was im Bauch haben. Ja, die ganze Sendung geht ja auch noch weiter. Du. Ja, ja. Mann, Mann, Mann. Ne?
Ja, viel Spaß euch beiden. Und vielleicht sehen wir uns. Danke. Gute Fahrt. Bye. Ciao, ciao. Tschö. So Leute, wie hat gesagt, es gibt 2 kleine Hütten. Top 1, Top 2. Mal gucken. Ich glaube, hier sind sie. Schlüssel wird stecken. Ah ja, guck mal hier. Das muss es sein hier. Hier, Top 1. Schauen wir uns mal an. Da soll ich schlafen. Okay. Oh, gut warm und gemütlich. Alles klar. Ich weiß jetzt auch nicht, wo der Friso steckt. Aber Lukas, hast du es so gefunden? Da ist er. Ja. Also, Friso ast rein, würde ich sagen. Schön warm. Können wir machen, oder? Ja, und kuschelig. Hast du gut ausgesucht? Holz. 55 € die Nacht. Okay. Einmalig 15 € Endreinigung. Und wenn du länger warm ist bleibst, es auch. dann musst du auch nur einmal sauber machen. Warm mit Kaffee. Ja, das soll ja auch schön sein. Kaffee ist perfekt. Langsam wird es Abend am Neuenhainer See. Den Platz gibt es hier schon länger, aber er ist immer noch ein kleiner Geheimtipp, denn es wurde nie viel Werbung für ihn gemacht. Und lecker soll es hier auch sein. So ein Hunger. Mega Hunger. Da kommt. Echt? Oh, ich gehe mal gucken. Super. Oh, die Schnitzel. Oh, wow. Hallo. Hallo. Hallo, guten Appetit. Dankeschön. Danke. So, einmal ein Bier. Nochmal ein Bier. Danke Super, dir. vielen Dank. Das ist die Katja und das ist die Marina. Die beiden bestärken uns in der Küche und haben auch das Essen heute Abend für euch gemacht. Und die beiden kommen zum Glück, sind sie aus der Ukraine gekommen. Ach, hast du Und- erzählt, genau. Genau, sind aus der Ukraine gekommen und ja, Da freuen wir uns auch haben besonders. das schöne Essen für euch gemacht heute. Dankeschön. Lasst euch schmecken. Danke, danke. Schön, dass ihr da seid. Cool. So, wir wollen mal gucken. Was ist da drauf? Das ist unser Schnitzel paniert mit Zwiebeln, Irish Cheddar, gebratenem Bacon, Das ist das Neuenthaler mit einer speziellen Barbecue-Soße. Was kostet das, David? 15,90. So ein bisschen Speck noch drauf. 15,90, da kann man nichts sagen. Und macht ihr die selber oder? Die machen wir selber, genau. Die panieren wir selber, die machen wir selber, bekommen das Fleisch aus der Region, achten auf Regionalität. Okay. Lasst euch schmecken. Oh, Leute. Dankeschön. Friso, ich kann nicht mehr. Ich muss das jetzt auch probieren. Mega, danke. Vielen lieben Dank. Danke. Top. Wie Bye, lecker ist bye. denn das bitte? Wie lecker ist denn das? Ist Luki, irre? Feuer hier. Ja? Komm, Prost. Ist irre? Cooler Tag. Geht ja weiter. Danke. Geht auf Geht jeden weiter, Fall. wird spannend auf jeden Fall. Jetzt muss ich aber auch mal probieren hier. Dann geht Lukas in sein Häuschen und ich kuschel mich in mein Wohnmobil. Einfach richtig gemütlich. Am nächsten Morgen geht unsere Tour weiter. Mit meinem Oldtimer-Mädchen Pamela cruisen wir entspannt durch die Rapsfelder. Vom Campingplatz am Neuenhainer See in Nordhessen geht's ab in den Süden. In den tiefen Odenwald nach Breuberg zu den Stelzenhäusern. Das ist fett, oder? Guckt euch das an. Das sind die Stelzenhäuser, ganz neu. Fabian und Katha, die haben sich hier einen Traum erfüllt, beziehungsweise uns allen einen Traum erfüllt vielleicht. Die Dinger kann man mieten. Das sieht ja mal richtig stylisch aus. Ich konnte mir da bislang immer nicht so richtig was drunter vorstellen. Wahnsinn. Aber guck dir das an. Mega cool. Lukas, in einem dieser Häuser wirst du heute Echt? Probe wohnen. Oh, geil. Stellvertretend für alle. Ich bleibe natürlich meiner Pamela treu. Natürlich. Aber das wirst du schon gut machen, glaube ich. Ich glaub's auch. Schlafen kann ich. Ein bisschen neidisch bin ich ja schon. Gut so. Wie kommt man denn bitte auf solche Formen? Guck dir das an. Guck mal. Irre. Einfach nur richtig irre. Da sind sie. Wahnsinn. Wie cool ist das? Ihr Lieben, normalerweise machen wir ja nur Campingsachen, aber ihr wisst, manchmal auch abgefahrene Outdoor-Möglichkeiten zu übernachten. Und ich meine, wenn das nicht abgefahren ist. Als ich davon gehört habe, habe ich mir gedacht, das müssen wir sehen. Hi! Hi. Katha, grüß dich, hi. Hi. Friso, Lukas, Grüß dich. Hi, hallo. Fabian, moin, hi. Hi, Grüß dich, hi. Und wer ist das hier unten? Carlo. Carlo, hi, grüß dich. Na, was habt ihr da gebaut? Kommen wir rein, komm. Ja klar, komm, wir gucken. Das ist ja irre. Fabian, ist es richtig? Ich habe am Anfang gesagt, ihr habt euch hier einen Traum erfüllt. Was hat es Absolut. damit auf sich? Ja, wir haben schon seit Ewigkeiten jetzt die Planung gehabt, dass wir Baumhäuser machen wollten. Und das haben wir uns jetzt erfüllt und das ist draus geworden. Irre. Ja, schau mal rein.
vorgehen. Jetzt bin ich aber gespannt. Ja, schaut uns doch mal, was wir da gemacht haben. Okay, hier ist schon mal das Bad. Sehr stylisch. Habt ihr das alles selber gebaut? Ja, das haben wir ziemlich in Eigenregie gebaut. Mit sehr viel Aufwand und ja, viel Arbeit. Ich werd verrückt. Was ist denn das bitte? Wie geil ist denn das? Ich meine, das ist jetzt Wohnzimmer oder Schlafzimmer, Katha? Wohnzimmer. Küche, super. Ja, kleine Küche. Alleine hier die Bank ist ja... Auch Genau. alles selber gemacht. Ja. Das habt ihr auch selber gemacht? Alles selbst gemacht, ja. Warum könnt ihr das? Mein Mann hat einfach sensationelle Ideen. Ja. Und wir haben einen coolen Kumpel, der Schreiner ist und mit ihm zusammen das dann umsetzt. Viel geholfen. Ja. Viele Freunde gehabt, viele Leute, die uns unterstützt haben. Das war echt super. Wir gucken Ja, guckt euch mal Ich will nicht weiter rum. unglücklich sein. Ja, Ich absolut. find's ja super. Lauft erst mal los. Guckt Kommt euch ihr das mit? mal an. Klar, auf jeden Fall. Lukas, komm. Wie? Das wäre jetzt das Schlafzimmer. Ja, Hammer, echt. Und im Schlafzimmer hast du dann die Dusche mit Dachfenster oben drauf. Und ja, Du hast gerade gesagt, oder ich habe gesagt, ihr habt euch einen Traum erfüllt. absolut. Seit wann habt ihr denn diesen Traum? Schon seit bestimmt 15 Jahren. 15 Jahre? Ja, genau. Seit 15 Jahren planen wir das auch und seit 15 Jahren sind wir schon in der Umsetzung auch. Das ist eine lange Zeit, oder? Das ist eine lange Zeit, ja. Wie kommt's? Ja gut, es ist nicht einfach zu bauen und wir mussten auch viele Auflagen erfüllen, dass wir auch an so einem schönen Ort auch dann bauen durften. Und deswegen hat es auch länger gedauert. Kommt ihr hierher? Ja, wir wohnen hier, schon immer. Lukas, wir sind echte Odenwälder. Das heißt, jetzt gucken wir uns das Haus an, wo Lukas heute Nacht schläft. Genau. So, ich würde sagen, wir fahren einfach mit der Pamela eben rüber. Ja, gerne. Wir haben auch noch nicht viele Gäste hier drin gehabt, ehrlich gesagt. Bitte? Ja. Tritt ein. Da sind so 2 Notsitze rechts. Fühlt euch wie zu Hause. Viel davon gehört. Festhalten, ihr seid noch in den letzten Zügen sozusagen, ne? Absolut, wir sind jetzt praktisch in dem Bereich, dass wir nach außen gehen und die Außenanlage fertigstellen. Und deswegen haben wir halt hier und da auf jeden Fall noch ein paar Erdhaufen, die müssen weg. Aber an sich sind wir fertig und die Natur macht den Rest. Wir haben eine Blumenwiese eingesät und wir tun noch Bäume pflanzen und dann sind wir fertig. Katha, war so eine harte Zeit, die Bauzeit? Ich meine, ist ja nicht einfach zu bauen momentan, ne? Nee, Mit den ganzen Krisen. das stimmt. Ja, das war hart. Das war Ein richtig hartes Pflaster. darf ich mich hier hinstellen? Heute ausnahmsweise. Normalerweise dürfen keine Fahrzeuge bei uns auf der Wiese stehen. Dann Dankeschön. Aber für dich machen wir eine Ausnahme. Und für die Pamela. Du hast gesagt, das ist dein Traum. Wie kommt man auf so eine Idee? Vor allem, wenn ihr schon seit 15 Jahren dabei seid. Ja, tatsächlich hatte ich einfach mal eines Nachts die Idee und habe daran festgehalten. Und ja, Träume muss man irgendwie verwirklichen, ne? Und von daher... Unser Reden, oder? Ja. Du hast den Träumer dann geheiratet. Ja. Und es gibt Nachwuchs. Ja, genau. Ja, cool. So, gehen wir mal nach oben. So. Lukas, bist du bereit? Also ich bin schwer aufgeregt Ja. und freue mich über mega. Boah. Okay, das ist mal ein Blick. Wie fett ist denn das bitte? Ich werde verrückt. Die Terrasse, Friso, guck mal. Direkter Blick auf die Burg. Wer hatte denn die Idee hier mit dem Moos? Ja, die kam auch eines Nachts, dass wir es umsetzen. Echtes Moos. Echtes Moos, genau. Wir werden es immer füttern mit ein bisschen Wasser und schauen, dass das jetzt immer schön grün bleibt. Und wir haben mehrere Zimmer. Lukas, geh mal hoch. Ich glaube, da Ich könnte schlage dein... mich sogar um. Mal sehen. Ja. Ja, kannst du dich entscheiden, ne? Das habt ihr alles selber gemacht. Ja. Ja, also den Rohbau natürlich nicht, aber von der Erde, vom Fundament bis jetzt der Innenausbau, das haben wir alles selber gemacht und die Möbel selber designt und ausgesucht und vieles wirklich selbst gebaut. Ah, guck mal. Oh. Guck mal, Lukas, das ist nämlich auch was für dich. Da kannst du morgens hier schön Mal in den Wald gucken. Mal in den Wald gucken. Und den Lucky einen kleinen Lucky sein lassen. Super. Das direkt nach der Dusche hier. Ich habe gesehen, es gibt noch eine Tür. Ja, schaut mal rein. Oh. Ja, ey, komm. Das ist ja jetzt...
Was ist das hier für Angeberzimmer? Ich würde hier sofort einziehen. Ja, du darfst unter mir stehen mit der Pamela. Freue ich mich drauf. Das darf ich jetzt nicht sagen, aber ich bin ein bisschen neidisch. Ja, nicht, dass Pamela das hört. darfst du auch sein, Friso. Wahnsinn. Also irre. Also was ihr hier geschaffen habt, das ist echt krass. Wirklich. Das ist Wahnsinn. Schön, dass es euch gefällt. Jetzt ist ja wirklich so, Lukas ist der Erste, der drin schlafen wird? Absolut der Erste, ja. Noch nicht mal wir haben drin geschlafen. Das ist nicht euer Ernst. Ehrlich. Nein, wir haben die letzten Tage so wirklich viel der Erste, ja. geschuftet und gearbeitet, dass das heute so schön aussehen wird. Ja. Das ist eine Ehre hier Hat jetzt. sich gelohnt. Eine Sache müssen wir noch wissen. Was kostet eine Nacht in diesem Haus? 265 €. Ja. Ich meine, man kann das sehen, was das hier alles gekostet hat. Also Wahnsinn, was sie hier gemacht hat. Dankeschön. Okay, Luki, du ziehst mal ein und dann ein bisschen chillen, würde ich sagen. Also Friso, vielen lieben Dank, Leute, dass ich der Erste sein darf. Echt irre. Sowas hatte ich noch nie. Ja? Bin gespannt. Dankeschön. Ich mache mir das mal gemütlich. Ja, mach's gut. Ja. Tschüss, Luki. Tschüss. Wahnsinn, dass die beiden es neben ihren normalen Jobs als Geschäftsführer und zahnmedizinische Fachangestellte geschafft haben, hier ihren Traum zu verwirklichen. Feierabendbierchen, Friso und der Lukas. Was machst du denn schon wieder hier? Nino, pass auf, du musst ganz vorsichtig an der Drohne vorbeilaufen, bitte. Mach ich. Vorsichtig. Hallo Drohne. Vorsichtig. So, jetzt komm, setz dich zu mir, komm, ich flieg. Ich habe uns ein Bierchen mitgebracht. Super, vielen Dank. Setz dich bitte hin. Du bist ein bisschen aufgeregt. Ja, ne? setz dich hin. Ich muss da durchfliegen jetzt. Achtung. Erstmal kurz Prost. Prost, mein Lieber. Prost, Wahnsinn. Exklusivgäste hier, du. Ja, oh, Leute, Achtung. Und Bist jetzt du wollen wir mal aufgeregt? hier den Blick uns angucken. Guck mal, da kommt sie. Ach so. Ja, ich fliege jetzt Richtung Burg. Na, bin mal gespannt, ob das hinkriegt. Achtung, Friso, Achtung. Ist ja ein bisschen aufgeregt, der Luki, ne? Kopf einziehen. Da ist er. Guckt euch bitte diesen Ausblick an, oder? Ist das nicht irre? Das ist übrigens, da hinten ist Burg Breuberg. Die ist vom Erhaltungszustand eine der schönsten Burgen überhaupt. Und da kann man einfach einen schönen Ausflug machen mit der ganzen Familie. Es ist eh schön hier. Ich meine, hier kannst du Rad fahren, hier kannst du reiten, hier kannst du wandern gehen. Ah, genial, oder? Ja, du hast ein Leben hier, meine Herren. Ja, du ja auch. Wir sind ja jetzt Gäste hier und jeder, der hier Gast ist, der darf die Sachen hier mitbenutzen. Naturschwimmteich, ich meine mit dem Blick, das ist schon genial, oder? Hier so ein bisschen Chill-Out-Area. Feuer kann man hier machen. Was natürlich auch sehr geil ist, diese Außenküche. Ich meine, du hast ja schon eine schicke, aber kleines Barbecue. Ein bisschen Barbecue, hm? Ja, nicht so schlecht. Und das Highlight steht hier unten. Darf auch jeder Gast mit benutzen. Da sind die beiden nämlich richtig, richtig gute Gastgeber, finde ich. Und das ist auch wirklich was Schickes. Oh, das sieht nach einer Sauna aus, du. Das ist auch eine Sauna. Guck mal. Da kannst du dich hier so schön reinsetzen. Und auch wieder auf Schloss Breuberg gucken. Guck mal. Ja, irre. Guck mal hier. Dann geht's langsam ab ins Bett. Während Lukas sich oben in sein Stelzenhaus legt, bleib ich bei meiner Pamela. Da schlafe ich einfach am liebsten drin. Der Camper halt. Am nächsten Morgen gucke ich mal, was der Stelzenhausschläfer so treibt. Na, hier oben hat er dann wohl doch nicht geschlafen. Luki? Ja? Moin. Darf ich reinkommen? Komm rein. Moin. Hey Leute, ich grüße euch. Und war's gut? Oh, mega. Designer-Baumhaus. Gibt eine Überraschung, komm schon. Das ist ein Träumchen. Gibt eine Überraschung. Ja, was für Man kann hier nämlich Frühstück bestellen. Oh. Und wer hat's geliefert? Oh. Die Chefs Morgen. persönlich. Hallo, grüß euch. Guten Morgen. Habt ihr gut geschlafen? Bestens geschlafen. Freut uns. Ja, wir hoffen, ihr habt Hunger. Auf jeden Fall. Aber ich habe auch wirklich gut geschlafen in der Pamela. Das Ja. ist auch Odenwälder Luft, Leute. Ist einfach schick. Ja, da schläft man gleich viel besser, ne? Wir haben regionale Produkte für euch. Direkt vom Bauernhof von uns jetzt hier die Eier, Honig von uns. Alles von euch? Ja, tatsächlich. Auch die Marmeladen machen wir selbst. Dass es auch was Besonderes ist, das Frühstück. Dankeschön. Ich denke, das wird euch schmecken. Oh, klasse. Vielen lieben Dank. Danke, danke. Das Frühstück kostet übrigens 18 € pro Nase und ist echt lecker. Wir brechen auf. Wisst ihr, es fühlt sich einfach gut an, so auf Tour zu sein. Irgendwie so entschleunigt. Vom Odenwald fahren wir Richtung Norden. Unser Ziel ist dort irgendwo im Nirgendwo bei Willingen.
Ihr Lieben, es gibt natürlich ganz viele Stellplatz-Apps, zum Beispiel Park4Night oder die vom ADAC. Jetzt geht es aber um Camping App EU. Das ist diese hier. Guckt, da seht ihr auch, wir sind jetzt am Stellplatz an der Hütte im Upland. Ja, das ist eine App, die haben Jenny und Lukas entwickelt. Die werden wir auch noch kennenlernen. Guck mal, da sind sie schon. Die führen richtig, so ein richtiges Van-Life-Leben. Die werden wir gleich noch kennenlernen. Da freue ich mich schon drauf. Und die haben diese App entwickelt. 40.000 Stellplätze in ganz Europa sind darin gelistet. Und da geht es darum, dass man auf jeden Fall legal steht, aber an ganz besonderen Orten. Wie den hier von Renate Hill. Hier wohnt sie nämlich. Das ist sogar ihr Elternhaus. Und ja, sie hat gesagt, sie hat so ein schönes Gelände, das möchte sie mit vielen lieben Menschen teilen, so wie uns, Lukas. Und das Besondere ist, wir werden heute Nacht auf Goldminen schlafen. Oh, kein Witz. Ja. Oh, und das ist übrigens die Hütte, wo du heute Nacht schlafen wirst. Guck mal. Auch schon schick, oder? Ja, super. Wollen wir mal Hallo sagen? Ich habe uns angemeldet. Das fühlt sich auch schon so ein bisschen mystisch an, oder? Ja, das ist ganz schick hier. Das ist ein schöner Ort. Nicht viel los. Bisschen abgelegen. Ich habe mich vorher angemeldet. Das geht normalerweise über die App, aber ich dachte mir, rufe ich mal eben kurz vorher an. Bei der Renate Hill. Die hat gesagt, ja, ich freue mich, dass du kommst. Hallo. Hallo, Friso. Grüß dich. Da darf ich du sagen, Renate. Ja, ist das ja, in Ordnung? selbstverständlich. Unter Ja. Campern. So, Ja. das ist ein wirklich richtig schickes Haus. Ja, wenn es euch gefällt. Es gefällt sehr vielen Leuten, die finden das schön. Es ist auch ein sehr altes Haus schon. Es Wie ist alt? 1844 gebaut. Jetzt ist es ja so, dass Camper zu dir kommen dürfen. Ja. Ne, aber warum hast du dich dazu entschlossen? Ja, weil ich gedacht habe, dieses große Anwesen, warum Ja. sollen das nicht noch mehr Leute nutzen? Das war Wir hatten sehr viel Besuch früher, als ich Kind war. Und die haben sich alle immer sehr wohl gefühlt. Und dieses Gefühl habe ich jetzt bei diesen Campern auch wieder. Ich bin ja jetzt 75. Und dann habe ich immer gedacht, wer nutzt das nachher? Irgendwann kommt ein großer Container und holt das alles hier weg. Och. Und dann ja, es ist so. Und dann habe ich gedacht, sollen die Leute das doch nutzen. Ich habe gesagt, hier ist es ein ganz besonderer Ort, weil man schläft auf Goldadern. Ja, sollen wir da mal ein Stück hochlaufen? Ja, Dann zeige ich dir mal die Goldgeschichte. Ja? Wir gehen da mal los. Lukas, wir gucken uns die Goldgeschichte an. Ja, jetzt sind wir gespannt, du. Das ist mal ein Baum. Eiche, oder? Ja, das ist eine Eiche, eine 300 Jahre alte Eiche. 300 Jahre? Mindestens. Und die steht auf einem alten Goldbergwerk. Wir sind ja hier in dem alten Goldgräbergebiet. Das heißt, hier drunter sind wirklich Goldadern. Sind Goldadern. Jetzt schlafen wir heute Nacht hier. Ja, auf Gold. Auf Gold gebettet. Findet man hier noch Gold? Ja, finden tust du das noch. Es ist zwar eine mühselige Geschichte, aber wenn du dir Mühe gibst, findest du Gold. Wir gehen mal runter. Wir gucken uns mal die Unterkunft für Lukas an. Ja, gut. Und ich finde es schon mal ganz besonders, dass wir hier bei dir stehen dürfen. Ja, und ich freue mich, dass ich das Fernsehen mal hier empfangen kann. Wenn das meine Ahnen wüsste, was ich hier treibe. Deine Ahnen? Meine Ahnen, ja. Das sage ich immer, wenn ich mal irgend so was Besonderes erlebe. Tatsächlich liegen hier überall unter dem Berg die Goldadern. Auch unten, wo Lukas Hütte steht. Die kostet übrigens 60 € die Nacht. Und ich mit Pamela campen werde für 32,50 €. Übrigens, ihr Lieben, da ist es, das H-Kennzeichen. Yippie! Ja, ich bin richtig glücklich. In der letzten Folge haben wir es ja bekommen. Guck mal, da kommen schon die nächsten Gäste. Das ist halt, es ist ein Geheimtipp, aber es spricht sich natürlich so ein bisschen unter den Campern langsam rum. Ne? Ich habe innen drin im Haus habe ich eine Dusche und ein Klo, das kann ich benutzen. Das ist natürlich ganz praktisch, da muss ich meine eigene Sache nicht benutzen. Und du, Lukas, du schläfst heute Nacht hier drin. Sehr schick. Das ist, wollen wir doch mal gucken hier. Renates ehemaliges Saunahäuschen. Hoppa. Das hat sie jetzt für die Camper umgebaut. Guck mal hier. Da kommt mal rein, Leute. Und das ist perfekt. Oh, das Also ist wenn ihr gemütlich. Möglichkeiten zu Hause hat, dann hier, oder? Also das ist der Hammer. Hier, Sauna. Guck mal hier. Komm mal mit. Also sie hat gesagt, die Sauna funktioniert noch. Du. Das ist für Familien jetzt. Dann kommen hier Betten mit rein und dann kannst du heute Nacht hier schön in der Sauna schlafen, Lukas. Und wenn es zu kalt wird, drehe ich die Sauna an. Super. Hier. Das ist aber komm, das ist schon... Hier fängt das Glück an. Sehr gut. Muss man nur fangen. Das Glück fliegt, es fängt der Herz. Guck mal, hier geht's weiter. Das ist glaube ich eher dann für die Eltern hier. Oh ja. Sehr schick. Super. Aber Geschmack hat's ja.
Ich finde das wirklich schon richtig liebevoll, wie Renate das macht, oder? Gemütliche Kissen. Da kannst du träumen. Das ist schon ein besonderer Ort hier, oder? Da hat die Renate schon, ich kann es schon verstehen, warum sie hier wohnen geblieben ist. Da sind sie. Hallo. Jenny, grüß dich, hi. Hallo. Na? Freut mich. Ui, wer ist das? Das ist die Pixie. Pixie. Komm mal her. Pixie. Wollen wir nicht, dass die wegläuft? Ist das auch eine das ist eine Campingkatze, richtig? Ja, eine von 2, die andere ist drin. Ihr seid mit beiden Campingkatzen richtig unterwegs? Ja, klar. Ich habe gerade am Anfang schon gesagt, ihr seid so Van-Life-Leute. Ja, das kann man so sagen, ja. Was bedeutet das? Weil ich habe gesehen, ihr habt norwegische Kennzeichen. Das stimmt. Wir leben mittlerweile seit 5 Jahren in Norwegen. Und wir verbringen so um die 5 Monate im Jahr, würde ich sagen, im Van, ja. Wo kommt ihr eigentlich her? Ich bin geboren in Bad Hersfeld. Bad Hersfeld? Ja, genau. So, jetzt wird es nämlich spannend. Servus. Darf ich reinkommen? Ja, klar, komm rein. Lukas, grüß dich. Lukas? Lukas? Grüß dich, Hi, gut, ich bin auch Lukas. Ja, schicken Vornamen habt ihr. Das ist euer Heim. Ja. Dürfen wir mal reinkommen? Na klar. Bitte. Ich mach mich mal Tatsächlich mal schmal zu machen. Wer ist das jetzt? Das ist der Buddy. Sind immer mit dabei. Ja, die sind immer mit dabei auf jeden Fall. Was macht ihr denn in Oslo, sag mal? Ja, wir arbeiten an unserer App hauptsächlich. Ja. Die hilft einfach auch Campern Plätze zu finden. Und ihr entwickelt die App in diesem Van sozusagen? Ja, auch viel. Also wie gesagt, wir sind auch zu Hause natürlich manchmal, aber wir sind vor allen Dingen unterwegs. Und jetzt siehst du ja, wir haben hier unser Setup, da kriegen wir die ganzen E-Mails und WhatsApps von Kunden und Anfragen, Leute, mit denen wir zusammenarbeiten auch. Und da arbeiten wir dann alles ab. Zum Beispiel viel in der App ist heute auch da, weil uns eben nette Nutzer unserer App gesagt haben, wir hätten gerne dieses oder jenes. Und deshalb gibt es das dann heute, ja. Wir leben ja alle von den Leuten, die es nutzen, oder? Absolut. Also es ist beim Campingcheck genauso. Die Leute, Ja. die uns schreiben, also ihr könnt uns immer schreiben auf campingcheck.hr.de, wisst ihr ja, wenn ihr einen coolen Platz habt, sagt uns einfach. Und dann kriegt ihr den ja auch mit im Prinzip, ne? Ja, natürlich. Wir versuchen aus allen Quellen natürlich Plätze zu bekommen. Wir haben jetzt auch andere Plattformen sogar integriert in die App. Also wir mögen auch freistehen, aber es muss halt legal sein. Also kein Wildcampen, aber Freicampen. Ist ja auch verboten, ne? Genau, es ist halt Aber in den hier meisten bei Renate ist natürlich schon was Schickes. Es ist halt wie Freistehen, nur dass man bestehende Infrastruktur nutzt, man kann den Platz reservieren, man kommt auch in Kontakt mit netten Leuten. Was ist das hier? Das ist unser Beamer. Beamer, da habe ich auch immer schon drüber nachgedacht. Ja. Funktioniert der auch? Der funktioniert auch. Das, ja, wir können hier Check mal, kurz hast du anmachen. was drauf zufällig? Ja, ich kann ja kurz den Computer anschließen, Machst kannst du du hier den runter Beamer an? machen. Ich mach schon mal die Leinwand runter. Hier, Campingcheck gucken. ARD Mediathek. Na klar. Da findet ihr alle Folgen. Tour im Westerwald. Mit neuen Campingplätzen Super. und vielen abgefahrenen Campern gibt's jetzt mit Pamela, Lukas und mir, Friso. Jetzt noch einmal Butter bei die Fische. Viele Leute haben Apps entwickelt. Wie viele Leute nutzen denn eure App überhaupt? Im Schnitt würde ich sagen 400.000, 500.000. Also die App wurde jetzt ungefähr 1 Million Mal runtergeladen. Okay. Und Kostet aktiv- was? Ja, die App, es gibt natürlich, wie bei jeder App, kann man sie kostenlos ausprobieren. Und es gibt eine kostenpflichtige Version. Das kostet momentan 9,99 €, aber einmalig. Also man bezahlt einmal und hat halt alle Updates für alle Zeit inklusive. Okay. Ich würde sagen, dann läuft's bei euch, oder? Wir geben uns Mühe. Lukas, noch welche, die irgendwie Camping zum Beruf gemacht haben, Super. ne? Ja, macht Spaß. Klasse. Ich drücke euch die Daumen. Also ohne euch hätten wir den Platz nicht gefunden, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hören wir gerne, ja. Und die Renate, das ist wirklich ein ganz besonderer Ort. Ich hoffe, ihr habt auch eine gute Nacht hier auf der Goldmine. Ja, hoffen wir auch. Vielen Dank. So, dann schönen Abend euch 2. Euch 4, Entschuldigung. Ja. Wir wollen jetzt noch mal eine Runde chillen, Lukas. Auf jeden Fall. Jetzt ist nämlich Macht's Zeit. gut, ciao. Ciao, ciao. Ich bin mir, glaube ich, sicher, dass ihr das nachvollziehen könnt. Es gibt einfach so Orte, die machen was mit einem, oder? Ich meine, die Renate hat es hier verewigt. Das ist ihr Seelenort. Einfach dieser Ausblick, das Gefühl, dass hier irgendwie was drunter ist, was Wertvolles. So ein alter Baum, über 300 Jahre alt. Ich meine, das macht schon was, oder? Und wir wollten ja am Anfang der Sendung eigentlich wissen, eher so Campingplatz mit ganz, ganz vielen Menschen, mit vielleicht auch noch ein bisschen mehr Komfort. Oder halt so wie bei der Renate, so ein ganz besonderer Ort, der auch was mit dir macht, wo du ein bisschen mehr alleine bist. Ich weiß nicht, ich kann es euch noch gar nicht so genau sagen. Und die Stelzenhäuser, die haben wir auch noch. Also es gibt einfach Orte und Dinge,
Da muss man selber für sich entscheiden, was man am liebsten mag. Ich muss euch sagen, ich persönlich mag genau diesen Mix. Also ich werde hier eine geile Nacht haben und es war auch auf dem Campingplatz total cool. Und in den Stelzenhäusern, genial, oder? Hast du gut geschlafen da drin? Sehr gut geschlafen. Und ich werde jetzt einfach mal hier noch eine Runde chillen. Ja, dann geben wir noch ein Stößchen hier. Oh, ich glaube, ich schlafe ein bisschen ein.